Hallo liebe Biker, hier sind wieder Paul und der Frank. Wir wollen euch heute ein Lampengehäuse vorstellen, aber nicht nur ein Lampengehäuse, sondern ein spezielles und natürlich wollen wir es auch gleich wieder anbauen. Das kennt ihr ja von uns. Nämlich den Frame R1. Und den gibt es in 7 Zoll und 5,3 Zoll. Wie ihr seht ihr hier wieder mal. Bis dann, viel Spaß! Hier könnt ihr sehen, was wir alles benötigen für diesen Umbau. Dieses Mal ist es ein etwas größerer Umbau. Somit müssen wir auch ziemlich viel zerlegen. Der Originalscheinwerfer kommt weg. Die Seitenteile werden demontiert, um dort später die Kabel zu verstecken. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch haben gesehen, dass da eine Box ist. Dazu gibt es ein anderes Video, das verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Um den neuen Scheinwerfer zu montieren, benötigen wir natürlich auch Montagematerial. Bei den Universalschellen liegen immer Adapterringe bei. Hier muss man schauen, welcher passt zu meiner Gabel. Ein kleiner Tipp: Man kann die Ringe auch durchschneiden, dann ist es etwas einfacher zu montieren. In unserem Fall benötigen wir keine Ringe, die passen nämlich direkt. Nachdem die Schellen montiert sind, positionieren wir sie ganz unten. Damit vereinfachen wir uns gleich die Montage, da sie so perfekt parallel sind. Die Kabel sind vorbereitet, somit den Scheinwerfer einstecken. Nun kann der Scheinwerfer an das Fahrzeug geschraubt werden. Das Spezielle an diesen Schellen ist, dass sie stufenlos einstellbar sind. Wenn es der Platz und der Scheinwerfer zulässt, können wir so sehr nah an die Gabel kommen. Wir schieben den Slider komplett rein. Das ist aber nicht die minimalste Position, die wir hier einstellen können. Durch ein extra Bauteil, was dem Kit auch beiliegt, kann man noch näher an die Gabel. Nun wieder alle Verkleidungsteile montieren. Der Typ 4 Scheinwerfer, den wir hier verbaut haben, hat auch Tagverlicht. Um das Tagverlicht nun schalten zu können, brauchen wir die Box. Wie gesagt, da gibt es ein zusätzliches Video. Nun kann man mit dem zusätzlichen Taster zwischen Tagverlicht und Abblendlicht hin und her schalten. Die Montagemöglichkeit beim Frame R1 ist sehr vielseitig. Wir haben hier die Side-Mount-Version genutzt. Den Frame R1 gibt es auch mit einer Bottom-Mount-Lösung. So liebe Biker, ich hoffe wir konnten euch ein paar Tipps und Tricks zeigen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal, dann kriegt ihr alle neuen Videos gleich mit. Ciao! Tschüss!